Ich bin die Mutter, die spricht. Mein Sohn lebt mit einer Suchterkrankung. Ich kämpfe mit meiner Unruhe. Manchmal entscheidet sich mein Tag an 2 kleinen Häkchen. Grau oder blau? Antwort oder keine Antwort? So banal das klingt, in diesen Momenten zeigt sich, wie eng Beziehung und Unruhe miteinander verbunden sind. Und je länger keine Antwort kommt, desto lauter wird es in mir. Es baut sich langsam auf, über die Minuten, Stunden des Tages oder der Woche. Und wenn es auf WhatsApp nur ein Häkchen gibt, dann steigt sie viel schneller, als wenn es 2 graue Häkchen hat. Sobald die Antwort da ist, beruhigt sich mein Nervensystem wieder. Unser Kontaktrhythmus ist nicht konstant. Manchmal schreiben wir fast täglich. In der Klinik etwas seltener und in schlechteren Phasen noch weniger. Meistens ist es so, je schlechter es ihm geht, je seltener meldet er sich. Bei mir ist heute im Verlaufe des Tages die Unruhe gestiegen, auch weil er krank ist, somatisch. Das passiert häufig. Die Unruhe steigt mit zunehmender Dauer ohne Antwort. Blaue Häkchen sind super, aber eigentlich nur dann zu erwarten, wenn er sowieso auf mein WhatsApp antworten will oder zum Beispiel Geld will. Klammer, ich verwalte sein Geld auf seinen Wunsch. Dann ist es so, dass er sich auch die Zeit nimmt, um alle meine zwischenzeitlich eingetroffenen WhatsApp zu beantworten. Hier ein Beispiel. Ich schreibe 3 WhatsApp am frühen Abend nach seinem Austritt aus der Klinik. Kontext: Er wird in ein paar Monaten eine Maßnahme antreten. Erstens: Hast du vor, auf Severalong zu bleiben? Würde ich super finden. Logisch, gell? Zweitens: Und noch etwas. Wir könnten am Freitagnachmittag die Sachen in der Klinik abholen und dann bei uns essen. Du könntest auch gerade bei uns schlafen. Drittens: Muss ich dich übermorgen wecken für deinen Termin? Er: Am nächsten Morgen um 9:45 Uhr. Kannst du mir 2 Franken twinten? Muss ein Red Bull kaufen. Und schaue mir gleich die Nachrichten an. Und als Antwort auf meine erste Frage: Nein, wechsle wieder auf Diafin, ist mir persönlich lieber gerade. Da ich die Zeit noch etwas genießen will und es auch dafür sorgt, dass ich kein Diafin kaufen gehe. Antwort auf meine zweite Frage: Das wäre doch super, ich wäre dabei. Antwort auf meine dritte Frage: Ja, gerne. Stelle zwar den Wecker, aber so ist es sicherer. Was könnte ich gegen diese wachsende Unruhe machen, die sich wie im Film Und täglich grüßt das Murmeltier wiederholt? Ich könnte weniger häufig schreiben. Ich könnte mir jedes Mal, wenn ich schreibe, sagen: Er wird nicht so schnell Antwort geben. Ich bleibe geduldig und beschäftige mich in der Zwischenzeit mit etwas, das mir gut tut. Das Wachsen der Unruhe hängt stark von meiner Einschätzung ab, wie es ihm geht. Manchmal, wenn es sehr lange geht mit Antworten, rufe ich ihn an. Er nimmt zwar nicht ab, in 9 von 10 Fällen, aber er schaut danach die WhatsApp an. Oder ich lenke mich ab, gehe spazieren. Eine Kollegin aus der Selbsthilfegruppe ist schon in die Westschweiz gefahren, wo ihr Sohn wohnt, weil sie über Tage keine Antwort erhalten hat. Ich bin auch schon, als wir in derselben Stadt gewohnt haben, zu seinem Zimmer gefahren und habe zum Fenster hineingeschaut. Das ging übrigens auch nur, weil das Zimmer im Parterre lag. Klar hat es zu diesem Schritt einiges gebraucht, aber irgendwann gab es keine beruhigende Alternative mehr zum Vorbeischauen.
Als er weiter weg gewohnt hat, habe ich das nur noch ganz selten, vielleicht einmal in 3 Jahren gemacht. Vielleicht geht es euch ähnlich. Was denkt ihr dazu oder allgemein zu diesem Thema? Unsere Beziehung besteht nicht nur aus Nachrichten und Antworten, sie besteht auch aus Worten. Mir ist Sprache generell sehr wichtig. Deshalb achte ich darauf, wie ich über meinen Sohn und über Menschen mit Suchterkrankung spreche. Ich versuche eine respektvolle Sprache anzuwenden. Das Wort drogensüchtig benutze ich nur einmal in Folge 1. Heute weiß ich wieso. Das war meine Hilflosigkeit, nicht seine Identität. Ich werde von Menschen mit einer Suchterkrankung sprechen, damit der Fokus auf dem Menschen liegt, nicht auf der Droge. Mein Sohn ist primär ein Mensch und nicht Droge. Und wenn wir schon beim Nachdenken sind, was hat sich denn sonst noch bei mir verändert? Ganz vieles. Heute mal so viel. Ich bleibe viel ruhiger als früher. Ich spüre selten Wut, aber zugegeben, ich trainiere seit einem Jahr mit dem Boxsack. Das lässt viele starke Gefühle zu und raus. Wenn er zum Beispiel eine Abmachung nicht einhält oder mich versetzt, dann gebe ich der Wut kurz Ausdruck. Aber auch der Enttäuschung, die in meinen Augen das wirkliche Gefühl hinter der Wut ist. Was ist gleich geblieben? Ich hole Unterstützung, wenn es gerade viel ist oder sich aufbaut. Mein Umgang mit diesem Thema, dieser hat sich durch meinen YouTube-Kanal gerade sehr verändert. Ich wende mich explizit nach außen, will erzählen, will enttabuisieren, will die Arbeit von mir als Angehörige sichtbar machen, will die Wichtigkeit meiner Arbeit aufzeigen, auch im Sinne von, hey, ich bin nur eine von vielen. Im Alltag spreche ich mit meinem engsten Umfeld darüber. Das war schon bald nach dem Entdecken so. Wenn ich in einem Gespräch mit Fremden bin, rede ich je nach Setting über dieses Thema. Im beruflichen Umfeld ist es kein Tabu. Weil es ein sehr emotionales Thema ist, muss ich beim Erzählen manchmal weinen. Das ist mir nicht in jeder Situation angenehm. Auch deshalb wähle ich weise, wem und wann ich es erzähle. Darüber reden hilft mir meistens. Wann nicht und wieso nicht, erfahrt ihr später. Wenn schwierige Phasen auftauchen, stütze ich mich auf Dinge, die mir persönlich helfen. Gespräche mit meinem Partner, meine 4-7-8 Atemübungen, Schreiben, Spazieren, Meditieren oder einfach eine Tasse Tee. Leicht ist das nicht. Krisen kommen oft unverhofft und bringen auch schlafarme Nächte mit sich. Eine große Stütze ist meine Selbsthilfegruppe, die wir 2019 nach einem Kurs der Drogenberatungsorganisation zu Selbstfürsorge und Kommunikation gegründet haben. Wir sind nicht moderiert und tragen uns selbst mit einer klaren Regel: bei sich bleiben und keine Tipps geben. Dieser Austausch ist unglaublich wertvoll und ich freue mich auf jedes unserer Treffen. Neu bin ich auch Teil einer Online-Community, in der ich mich zusätzlich vernetzen kann. Gleichzeitig ist mein Leben nicht nur Sohn. Ich habe eine wunderbare Beziehung, eine Arbeit, Freundinnen, eine große Familie, 3 Kinder und 2 Bonuskinder, Enkel, Interessen und Hobbys. Ich übe mich in Self-Care und versuche, meine sozialen Kontakte regelmäßig zu pflegen. Es ist wie die Anweisung im Flugzeug. Setzen Sie zuerst Ihre eigene Sauerstoffmaske auf, bevor Sie anderen helfen. Dieses Thema werde ich in einer späteren Folge noch ausführlicher vertiefen. Was tut ihr für euch? Ich bin sehr gespannt. Gerne auch auf Rückmeldungen zu den anderen Themen, wie zum Beispiel die Sprache.
Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Ich gehe jetzt schlafen.